Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist ja leider schon ein wenig her. Ich lasse das Ganze mal unkommentiert. 9 Monate. Ja, deswegen fange ich auch gleich mal an. Ich habe jetzt ein neues Fahrzeug gebaut und zwar einmal den Panzer 3 in der Ausführung J. Und hier ist auch das gute Stück schon mal. Ich habe das Ganze etwas in einem kleineren Maßstab gehalten, aber trotzdem noch in diesem Minifiguren-Maßstab, weil ich mit diesem kleinen Maßstab, das weiß ich nicht, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes meiner Meinung nach. Ich baue lieber in dem Maßstab. Was man sofort wiedererkennt, sind auf jeden Fall diese 6 Laufrollen pro Seite, ja. Schieß mal den Zuschauer an, das ist immer sehr gut. Da habe ich diese Laufrollen mal benutzt, die sind etwas unbekannter. Die habe ich durch Zufall entdeckt, als ich bei Shell neulich tanken war und die mal wieder so eine Aktion mit Lego hatten. Da gab es so einen Tanklaster und da waren diese Räder und ich habe mich sofort in diese Räder verliebt, weil die passen einfach sowas von gut in diesen Panzer 3 rein. Ja, und als obere Laufrollen habe ich die etwas größeren auch. Die sind halt an so eine Aufhängung angeklippt. Ja, ansonsten das ist halt auf der anderen Seite genauso. Wie gewohnt natürlich, das Geschütz lässt sich, oder der Turm lässt sich natürlich wieder 360 Grad drehen. Ein bisschen Kleinkram hier wieder dran gebaut, ein paar Werkzeuge. Hier habe ich mal so eine wie nennt sich das, eine Seilwinde damit dran gepackt, ein bisschen Stäbe. Hier hinten das einzige Sloping. Den vorderen Teil, den habe ich komplett solide gebaut diesmal, nicht so wie bei dem Panzer 2, den ich mal vor einiger Zeit gebaut habe. Hier vorne wieder ein paar Ersatzkettchen dran. Da einmal der Glasblock für den Fahrer eines MG, wieder mit so einer Flextube angedeutet, genauso wie eigentlich das Geschütz. Ich arbeite eigentlich viel zu viel mit diesen Flextubes, aber es macht einfach zu viel Spaß, weil man die eigentlich in die unterschiedlichsten Längen zuschneiden kann. So, hier hinten haben wir dann noch einmal ein Ersatzrad, das ist eigentlich eher hier, aber das hat da nicht mehr hingepasst, weil ich diese Überhängung oder wie man das nennt, relativ kurz nur gestaltet habe. Eigentlich müsste man das 2 Noppen machen, aber weiß ich nicht, hat mir irgendwie nicht so gefallen, aber bin ein bisschen vom Original abgewichen. Ja, hier hinten sind dann noch 2 Klappen, die dann auch zu öffnen sind. Hoffentlich ohne das Modell zu zerstören. Ja, geht sogar. So. Da habe ich so ein bisschen den Motorenraum angedeutet mit so ein paar schwarzen Steinen. Das sollte eigentlich so ein Clip werden, der hier rüber ging, aber da musste ich dann nochmal ein bisschen umdenken. Da hatte ich erst so ein Wandpanel drin, das musste ich dann nochmal umbauen. Ja, das ist jetzt da unten so ein bisschen hohl und geht darüber, sieht man leider nicht ganz. Naja, auf der anderen Seite sieht das dann genauso aus, das zeige ich jetzt nicht nochmal. So, dann wie gesagt hier hinten ein bisschen das Backsloping. Hier habe ich so eine Schnur drin gemacht, das ist so eine ganz normale Standard-Lego-Schnur, die unter anderem auch bei dem WC51 verwendet wurde. Hier hinten haben wir dann einmal einen Auspuff angedeutet, natürlich wieder mit einer Flextube, schön zugeschnitten und dieser Turm geht mir auf den Sack. Hier ein Eimer, die fand ich eigentlich ganz cool, die habe ich das erste Mal bei diesen Lego Friends gesehen und dann geguckt, und gibt es das auch in weniger, sagen wir mal, mädchenhaften Farben, außer Pink. Und ja, gab es natürlich einmal in diesem Reddish Braun mit einem Dark Tan Henkel. Aber das Ganze hängt da hinten einfach dran. Oh, hier ist dann 2 Kisten angedeutet, einmal mit so einer einmal 4 Plate und einer Fliese, einmal 4. Ja, und dann ansonsten bei der Wanne, was man dazu noch sagen kann, dadurch, dass das halt hier einmal gummiert ist mit solchen Slicks, nennen die sich, glaube ich, ist diese Lauffunktion dieses Panzers so unglaublich gut. Das bin ich einfach nicht gewohnt von meinen Panzern. Weil normalerweise ist das dann immer ein bisschen hakelig, aber hier, das geht einfach so smooth. Das ist unglaublich. Naja, auf jeden Fall kommen wir dann nochmal zum Turm. Der Turm ist eigentlich ganz gut nachgebaut, muss ich sagen, weil der ist wirklich solide. Da ist abgesehen, dass von hier ein kleines Sloping drin ist wieder, wirklich sehr solide gebaut, sehr stabil. Und da sind auch wirklich sehr viele Steine. Der ist innen auch nicht hohl, außer halt in diesem Bereich, ne? Versteht sich. Ja, und ich finde, den habe ich eigentlich ganz gut nachempfunden im Panzer 3, beziehungsweise auch Panzer 4, die sehen ja relativ ähnlich aus. Ja, hier, das kann man natürlich dann noch öffnen, das ist dann ein bisschen schwieriger. Dann erstmal hier die runde Fliese abnehmen und dann
weil die sich ja gegenseitig klemmen. Ist das so eine Sache? Wo habe ich denn meinen Steinelöser hingelegt? Den hatte ich doch irgendwie noch irgendwo geschmissen. Moment, da ist er bei der Tastatur. Der Freund und Helfer eines jeden Lego-Bauers, der Steinelöser. Aber das Ding ist, das lässt sich jetzt gerade so ein bisschen beschissen öffnen. Moment mal kurz. Ich hab's gleich. Ich habe extra darunter auch keine Noppen verbaut, aber dadurch, dass die sich halt immer verkeilen, sobald man die dann nebeneinander hat, ist das so eine Sache. So. Naja, wie gesagt, das Ding ist innen halt solide, deswegen gibt es da auch keinen Zwischenraum, sonst würde die ganze Konstruktion auch nicht halten. Das ist ein relativ ausgeklügeltes System, aber man kann trotzdem halt so eine Figur da reinsetzen. Dann nehme ich mal einen von meinen selbst designten deutschen Figuren, die ich übrigens jetzt auch mal auf so einen dunkelgrauen Torso habe drucken lassen. Sieht ziemlich geil aus. Kann man da halt trotzdem einfach so reinstellen. Das fällt nicht auf, ne? Also das ist so. Man sollte ihn dann halt festhalten. Sieht trotzdem ziemlich cool aus. Und dann, wenn man dann halt die Minifigur daneben hat, finde ich, dann passt das mit dem Maßstab auch so halbwegs. Sagen wir mal wirklich halbwegs. So, das kommt hier wieder dran. Dann guckt da halt die Panzerbesatzung auf. Ich habe übrigens immer noch keine Panzersoldaten. Deswegen nehme ich hier meine Standarddeutschen. Hier ist nochmal einer mit MP-Taschen. Und sich dann halt den Maßstab nochmal anschaut. Ja, wartet mal. Hier so. Ist natürlich null dem Original nachempfunden. Ist ein bisschen zu groß. Aber das ist man ja gewohnt bei Lego. So, da bin ich wieder. Da hat leider meine Speicherkarte einen Abgang gemacht. Die ist einfach mal vollgelaufen. So, was ich euch noch zeigen wollte ist ja langweilig, wenn man nur einen Panzer 3 hat. Ne? Cool ist natürlich noch, wenn man einen zweiten hat. So, das sieht dann schon gleich wieder viel besser aus. Genau, dann war es das eigentlich auch für das heutige Video. Ich muss ein bisschen mehr in die Mitte packen. Gezeigt habe ich euch eigentlich alles jetzt an dem Modell. Ist eigentlich bis jetzt finde ich doch eigentlich relativ gut gelöst. Besonders der Turm. Ich habe es ja jetzt schon nur 5-mal erwähnt. Der Turm gefällt mir echt gut. So. Und ich muss mir unbedingt mal ein paar Panzersoldaten bedrucken lassen. Jetzt hier habe ich halt meine Standarddeutschen, die ich sonst immer auf hellgrau habe. Ja, die sehen halt auch ganz cool aus, aber auf dunkelgrau sind die auch richtig geil. So, das war's dann für das heutige Video. Wir sehen uns dann in einem Jahr. Ja, vielleicht auch schon eher. Naja, man sieht sich. Bis dahin. Schönen Tag noch und tschüss.